Hallo zusammen, der Garmin Edge 850 hat es nun auch endlich zu mir geschafft. Ihr hört es vielleicht, ich bin noch ein bisschen leicht angeschlagen, kann jetzt noch keinen Sport machen, aber ich habe gedacht, wir packen mal zusammen das Gerät aus. Es dürfte einem oder anderen interessant sein, was hier in der Verpackung ist, und wir richten mal in den ersten Schritten hier das Gerät ein. Ja, dann haben wir auch schon hier die Verpackung, Garmin Edge 850, nichts Besonderes, Garmin typisch, keine Highlights jetzt drauf, einfach nur das Gerät vorne als Bild. Das langt eigentlich auch, um zu wissen, was man kauft. Und wenn wir es jetzt aufklappen, können wir sehen, da haben wir schon den neuen Garmin Edge 850 hier mit einem Aufkleber drauf, so ein kleines Schmankerl, wie das dann aussehen wird. Das schieben wir mal ganz kurz zur Seite. Können auch sehen, wir bekommen wieder hier 3 Tasten links, wir bekommen 2 Tasten rechts angeboten und wir haben unten auch die Garmin-typische Steuerung, also hier zum Starten der Route zum Beispiel oder eine Rundensetzung. Ja, so sieht es hier aus. Wenn wir noch aufklappen, werden wir wahrscheinlich einen USB-C-Port sehen. Genau hier könnt ihr dann das Gerät laden. Ich habe jetzt eine hohe, sehen wir hier, ein USB-C-Port ist hier angeboten. Und wenn wir es einfach jetzt mal mit dem Garmin Edge 1050 vergleichen, von der Größe her, können wir sehen, dass es schon ein deutliches Stück größer ist. Hinten gibt es jetzt hier keine großen Unterschiede, das ist der gleiche Anschluss. Was wir noch sehen, ist auf jeden Fall hier die Tastenbelegung. Ihr bekommt nicht beim Edge 1050 nämlich nur diese Ein- und Aus-Taste, wenn wir richtig rum so Ein- und Aus-Taste. Und wenn wir hier auf der anderen Seite schauen, können wir sehen, da haben wir nicht beim Edge 1050 keine Tasten, während wir es hier unten gleich haben. Vorteil beim 850er ist, dass ihr den nämlich auch über die Tasten bedienen könnt. Beim 1050er geht das hier nur über Touch und das wird bei Regen dann doch etwas schwierig, weil das Display dann nicht immer so ganz so gut reagiert. Wenn wir dann mal einen Blick in die Verpackung schauen, beziehungsweise was noch weiteren Inhalt ist, da bietet uns der Garmin immer einiges an. Zu einem bekommt ihr hier für den Lenker so Lenkerhalter. Die könnt ihr dann nämlich am, wie das Name schon sagt, am Lenker festmachen. Das sind diese Geräte hier. Sehen wir jetzt hier schon, das ist jetzt so ein Lenkerhalter. Unten drunter ist auch noch ein Gummi, den könnt ihr dann austauschen. Gibt es auch verschiedene Gummis, die sind dabei. Ja, verschiedene Dicken. Und es gibt dann hier auch verschiedene Gummihalterungen. Das heißt also, du kannst es dann hier einfach einhaken. Das wird dann immer über Kreuz gemacht. Sieht man hier, wenn man jetzt hier reingeht, dann ist es hier auch fest. Es gibt auch noch weitere Sachen. Wir haben einmal eine Schlaufe. Das heißt also, du hast auch die Möglichkeit, hier den Edge 850 an so einer Schlaufe zu befestigen. Hier gibt es unten irgendwo die Möglichkeit, es festzumachen. Ja, hier an der Seite. Ich nutze es jetzt eigentlich, habe es noch nie benutzt. Und es sind hier auch noch Werkzeug dabei, beziehungsweise, das ist eigentlich interessant, wenn wir uns das hier nämlich anschauen. Hier ist nämlich dann auch eine Fahrradhalterung dabei für den Lenker. Also hier, was wir von Garmin kennen, auch wirklich sehr hochwertig. Hier vorne ist Metall. Und ja, die sind wirklich sehr gut und sehr gut verarbeitet. Und wir haben dann auch einmal die Möglichkeit mit dem Gummi hier, das auch hier innen zu reduzieren. Das heißt also, wenn eure Lenkerstange etwas schmaler ist, ist es auch kein Problem. Es gibt aber auch noch einen weiteren, also ein bisschen größeren, damit ihr hier euren Lenker nicht verkratzt. Das ist so ein kleiner Schutz, weil das ist hier nämlich der pure Plastik. Das könnt ihr auch drauf machen. Und es gibt dann natürlich auch Werkzeug, um hier dann das alles zu befestigen, wie ihr das haben wollt. Und zu guter Letzt gibt es natürlich dann auch ein Ladekabel, USB-C auf USB-C. Damit könnt ihr natürlich euer Gerät dann aufladen, beziehungsweise mit Garmin Express auch einrichten, wenn ihr das möchtet. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal den Edge 850. Zum Einrichten braucht ihr dann auch die Garmin Connect App. Hier oben links wird dann hier das Gerät eingeschaltet. Na, sehen wir jetzt auch schon, es lädt gerade hoch. Müssen wir einen kleinen Moment warten. So, das ist das Gerät jetzt auch schon gestartet. Ihr wählt auf jeden Fall erstmal eine Sprache aus, die wir hier nutzen wollen. Irgendwo ist jetzt auch Deutsch. Wahrscheinlich bin ich jetzt einfach in die falsche Richtung gegangen. So, dann haben wir jetzt Deutsch auch schon ausgewählt. Dann bestätigen wir das Ganze. Und sehen wir auch schon hier, wir können es mit der Kamera einrichten. Aber solltet ihr Garmin Connect schon installiert haben, könnt ihr auch oben hier auf die Uhr gehen. Und dann sehen wir jetzt hier auch Gerät hinzufügen. Dann gehen wir jetzt einfach auf Hinzufügen und dann müsst ihr den Edge 850 auch schon finden. Ja, verbinde das Ganze gerne. Und dann sehen wir jetzt auch schon, wie die Einrichtung gestartet. Wir wollen es natürlich hier mit dem Bluetooth koppeln. Ja, das sehen wir auch hier, dass das jetzt eigentlich bestätigt sein sollte. Wir wollen, dass die Mitteilungen erlaubt sind. Und da sehen wir jetzt auch schon, dass hier Synchronisation gestartet wird. Und jetzt gehen wir einfach mal auf Weiter. Und im Regelfall bekomme ich euch angeboten, genau, ob ich die Sensoren hier übernehmen will. Ich gehe jetzt einfach mal auf Überspringen. Du kannst aber, wenn du jetzt schon alles Edge-Gerät hast und du es angeboten bekommst, natürlich auch die Sensoren verbinden. Das ist kein Thema. Es gibt auch keine Probleme, wie zum Beispiel jetzt bei einer Phoenix-Uhr, wo ich das Backup installiere. Da habe ich immer Probleme gehabt. Aber wir überspringen jetzt einfach mal, weil ich euch das mal generell zeigen möchte. Euch werden jetzt auch diverse Backups angeboten, hier vom 840er, 540er, 1040er, 1050. Das möchte ich aber auch erstmal überspringen. Ich möchte es einfach komplett neu einrichten. Und wir sehen jetzt hier Fahrradtypen auswählen, was wir nutzen möchten. Also wir haben jetzt die Möglichkeit zwischen Straße, Berge, Indoor. Ich bin sehr viel mit Gravel unterwegs. Es gibt dann noch Tourenrad und E-Bike, wird auch unterstützt. Und es gibt dann auch Enduro und Downhill. Das kennen wir ja schon hier vom Garmin Edge
MTB, den habe ich jetzt noch nicht getestet, kam noch nicht dazu, der ist noch original verpackt, muss ich auch noch ganz dringend machen, da kommt auf jeden Fall auch noch ein Video und das unterstützt hier der 850er ebenfalls. Das wähle ich alles jetzt mal aus, gehen wir auf Weiter und dann sehen wir auch Sensoren, welche Sensoren verwendest du bei den Touren. Ich nehme Leistungsmesser und Herzfrequenzsensor und auch Trittfrequenzsensor habe ich mit dabei. Wenn er jetzt fragt, ob ich es verbinden darf, ist natürlich jetzt schwierig, weil ich habe es nicht da. Ne, will er nicht. Genau, und dann gehen wir hier auf Jetzt synchronisieren und dann kann man auf Fertigstellen gehen und dann sehen wir auch schon, die Synchronisation läuft. Und dann sehen wir auch hier, ob wir dann weitere Navigationen angucken wollen. Erfahre zuerst, wie die Tasten verwendet werden. Da bekommst du so eine kleine Erklärung von oben nach unten wischen mit dem Menü, als natürlich dann oben aufs Hauptmenü zu tippen. Da gibt es natürlich dann auch einige Funktionen, aber das werden wir jetzt einfach mal ganz kurz überspringen. Das zeige ich euch dann gleich. Jetzt sehen wir auch hier mehrere Punkte. Wir haben das Strecken, Connect IQ, Sicherheit, Live-Track und Wi-Fi. Und wir gehen jetzt einfach mal auf erste Schritte, weil dann könnt ihr nämlich das Ganze auch schon direkt einrichten. Wir sehen jetzt auch hier Group Ride entdecken ist mit dabei. Garmin Pay wird ebenfalls mit unterstützt. Wir sehen auch hier schon manche Sachen abgeschlossen. Liegt einfach daran, dass ich das hier schon mehrfach eingerichtet habe. So Connect IQ zum Beispiel besuchen oder dann auch Strecke erstellen. Was aber ganz wichtig ist, hier Live-Track einrichten. Das heißt also, der Garmin Edge 850 hat ja die Möglichkeit, wenn es mit dem Handy verbunden ist, dass er hier auch deine Position an eine Kontaktadresse schicken kann, der einfach verfolgen kann, wo ihr unterwegs seid. Und solltest du dann zum Beispiel eine Strecke geplant haben, sieht die Person auch, ja, wo du noch hinfährst, beziehungsweise was du schon gefahren bist. Aber ganz wichtig, Live-Track ist hier nicht automatisch verbunden. Wir sehen jetzt hier, Strecke anzeigen, automatisch starten ist nicht dabei. Jetzt habe ich das Ganze einfach mal so ausgewählt. Ich gehe aber nochmal zurück, um euch zu zeigen, wie das funktioniert, wenn ihr versehentlich hier das Ganze überspringen solltet. Das haben wir jetzt einfach mal gemacht. Und dafür geht ihr nämlich hier auch oben auf die Uhr in dem Fall und auf den Garmin Edge 850, weil hier könnt ihr die Einstellung nämlich auch durchführen. Und wir sehen jetzt hier, einmal könnt ihr jetzt natürlich nochmal in Einrichtung abschließen gehen, aber ihr habt auch die Möglichkeit, wenn ihr zum Beispiel jetzt hier auf Sicherheit und Tracking geht, da findet ihr nämlich auch das Live-Track. Sehen wir hier nämlich dann das gleiche Menü nochmal. Und wir nehmen nämlich jetzt hier automatische Streckenanzeigen oder beziehungsweise automatisch starten. Das heißt also, wenn du eine Aktivität startest, dann wird automatisch auch Live-Track gestartet, musst du nicht dran denken. Und die Strecke anzeigen, damit die Person dann sieht, wo du unterwegs bist. Und wenn wir nochmal ganz zurückgehen, sehen wir auch hier, Notfallkontakte können hier gepflegt werden. Ich gehe da jetzt nicht rein, weil da sieht man nämlich hier die reine Nummer, die da hinterlegt ist. Aber das ist dann hier auf jeden Fall möglich. Wir gehen aber nochmal auf Einrichtung abschließen. Dann sehen wir hier nochmal Garmin Pay, wie gesagt. Da ist aber das Problem, dass Garmin Pay nicht alle Banken in Deutschland unterstützt. Ich verlinke dir unten mal die Banken, die hier an dieser Stelle unterstützt werden. Es gibt ein paar. Und dann könnt ihr jetzt hier auf jeden Fall auch die Karte ins Wallet hinzufügen. Und ihr könnt natürlich Group Ride entdecken. Das heißt also, wenn ihr jetzt gemeinsam unterwegs seid und ja, viele das gleiche Gerät haben oder ein ähnliches Gerät, es geht ja auch um 840er, 1040er, 1050er, also es gibt diverse Garmin-Geräte. Also hier könnt ihr noch Group Ride hier mit aktivieren und dann auch nutzen, falls jemand in der Nähe ist. Wir sehen jetzt auf der rechten Seite, der Garmin Edge 850 ist jetzt auch fertig. Ich habe jetzt hier die Kamera schon etwas dunkler gestellt. Das Display ist wirklich sehr hell. Also wenn es hier so ein bisschen sehr grell wirkt, dann will ich das zu entschuldigen. Ich kriege das leider nicht weiter runter. Auch hier bekommen wir jetzt nochmal die Frage, ob wir das WLAN einrichten wollen, WLAN synchronisieren. Aber ich würde sagen, ich organisiere mal ganz kurz die WLAN-Daten. Ja, dann würde ich sagen, dann führen wir jetzt mal ein Netzwerk hinzu. Schauen wir mal, was wir alles hier finden. Ja, da haben wir schon mal eins gefunden. Und hier könnt ihr jetzt dann auch die Nummer eingeben von eurem WLAN. So, dann haben wir es auch schon erfolgreich verbunden. Dann gehen wir hier auf Bestätigen. Jetzt können wir auch schon gleich Sensoren verbinden, aber ich würde sagen, das überspringen wir jetzt einfach mal. Das kann ich euch dann gleich nochmal zeigen. Und dann gibt es hier noch so eine kleine Warnhinweis, den ihr noch durchlesen könnt. Den bestätigen wir auch. Und dann schauen wir mal gleich, ob wir die Helligkeit auch herunterdrehen können. Um das einzustellen, scrollen wir einfach von oben nach unten runter. Und dann gehen wir hier auf Helligkeit, können wir einmal drauf touchen. Und dann sehen wir hier automatische Helligkeit, können wir einstellen. Dann ja, wird er dann ganz dunkel. Wir wollen jetzt einfach mal hier, ja, machen wir mal 60%. Ich glaube, das sollte passen. Also das Display ist wirklich sehr, sehr hell. Da kann man wirklich nichts sagen. Ihr könnt aber auf dem Edge 850 auch die Töne einstellen. Wir gehen jetzt einfach mal hier auf Töne. Und dann sehen wir, hier gibt es nämlich auch Sprachansagen und Töne. Ihr könnt euch Sprachansagen auch komplett ausschalten, wenn ihr das nicht wollt. Und euch nur Töne ansagen lassen oder nur Sprachausgabe. Ich habe noch eine andere Sache gesehen. Und zwar, die Uhrzeit war jetzt hier nicht auf deutsche Zeit eingestellt. Also in dem Sinne, dass es jetzt AM, PM ist. Das gibt es bei uns nicht. Dafür gehen wir auch hier nochmal, wenn wir einfach runterscrollen, mal kurz zu zeigen, von oben nach unten, könnt ihr hier in die Einstellung gehen. Das ist hier in diesem Fall. Und dann gibt es hier verschiedene Möglichkeiten, Sachen einzustellen. Und dann gehen wir jetzt einfach mal ganz runter auf System. Und dann gibt es hier irgendwo Einheiten, genau. Hier könnt ihr nämlich auch metrisch einstellen, Temperatur. Und wir sehen hier unten ein Zeitformat. Könnt ihr auch sagen, okay, 24 Stunden.
Und dann bekommen wir jetzt auch wirklich die Uhrzeiten so angezeigt. Im Übrigen könnt ihr dann auch hier den Höhenmesser kalibrieren, wenn ihr das möchtet. Das würde ich am Anfang empfehlen. Und ihr habt auch die Möglichkeit, hier den Kompass zu kalibrieren. Das ist auch möglich. Also da könnt ihr dann so die Grundeinstellung durchführen, beziehungsweise ihr habt dann auch die Option, hier die Widgets zu verwalten. Es gibt ja verschiedene Widgets auf dem Gerät. Und da sehen wir jetzt hier, könnt ihr zum Beispiel das Wetter nach oben machen. Das ist dann alles hier komplett möglich. Aber ich würde sagen, wir gehen da nochmal ganz kurz zurück. Und solltet ihr euch doch entscheiden, dass ihr zum Beispiel eure alten Sensoren und euer Aktivitätsprofil übertragen möchtet, geht es im Nachgang natürlich auch. Dafür gehen wir bei mir oben hier rechts auf die Uhr, wählt den Garmin Edge 850 aus und hier gibt es dann den Bereich Sensoren Aktivitätsprofil übertragen. Das könnt ihr nämlich machen, wenn wir auf Sensoren übertragen gehen. Sage ich hier, ja, Sensoren bitte übertragen und dann haben wir die auf dem Edge 850 dann auch drauf. Bei Garmin-Geräten dauert es auch immer eine ganze Weile, wenn du das Gerät neu eingerichtet hast, bis dann auch alle Daten übertragen worden sind, sei es jetzt Wetter oder eure Trainingsdaten, weil ein großer Vorteil ist, wenn du auch Garmin-Uhren trägst, die Trainingsdaten werden dann auch mit den Garmin Edge-Geräten untereinander ausgetauscht. Das heißt also, das Training, was du hier auf dem Edge 850 durchführst, hat dann auch Auswirkungen auf deine Trainingsdaten der Uhr und umgekehrt. Das ist wirklich hier sehr gut von Garmin gelöst. Und wir sehen auch hier schon, links wird dann auch tatsächlich ein Software-Update übertragen. Ihr könnt aber auch Software-Updates hier manuell anstoßen. Auch hierfür gehen wir dann nochmal rein oder scrollen von oben nach unten runter in die Einstellung. Und dann kannst du einfach hier auf System gehen und dann gehen wir runter auf Info. Und da könnt ihr nämlich sagen, nach Updates suchen und dann werden diese hier übers WLAN heruntergeladen. Und da würde ich auf jeden Fall empfehlen, auch diese Updates herunterzuladen, damit du dann hier bei der ersten Fahrt hier auch keinerlei Probleme hast mit GPS-Messung oder anderen Problemen, die vielleicht noch vorher bekannt waren. Aber ich würde sagen, wir schauen uns mal weiter, was uns das Gerät noch alles Wichtiges zu bieten hat. Zu einem könnt ihr natürlich dann auch hier Sensoren verbinden. Da gehen wir jetzt einfach mal auf Sensoren drauf. Und hier könnt ihr euren Leistungsmesser, Herzfrequenzgurt, Trittfrequenzsensor, Geschwindigkeitssensor verbinden. Und ihr geht einfach hier auf das Plus. Dann könnt ihr auch ein Gerät aussuchen, was ihr dann hier nutzen möchtet. Ich gehe jetzt einfach mal auf alle durchsuchen und dann solltet ihr hier normalerweise meinen Heliostrap finden. Der sendet nämlich gerade Daten. Und sehen wir hier Amazfit Heliostrap. Und dann kann ich den hier als Herzfrequenzsensor nutzen. Wir sehen auch hier wird direkt als Herzfrequenzsensor erkannt. Und wenn du zum Beispiel ein Leistungsmesser verbindest, musst du den natürlich dann noch einstellen und kalibrieren. Jetzt gehen wir einfach hier auf OK. Sehen wir hier, Batterie ist schwach, das heißt also, das Gerät muss auch aufgeladen werden. So, dann gehen wir oben einfach mal auf Zurück. Ihr könnt dann auch hier noch die GPS-Genauigkeit einstellen. Wir sehen jetzt hier ist Multiband GPS aktiviert. Und wenn ihr drauf tippt, könnt ihr natürlich dann auch hier zum Beispiel Multi-GNS oder GPS. Dann sind die Akkulaufzeiten einfach nochmal länger vom Gerät und es gibt auch einen Energiesparmodus, der dann hier natürlich aber hier einiges reduziert, beziehungsweise sind hier Beleuchtung wird reduziert, es geht ganz dunkel, Karte wird ausgeblendet, Bildschirmabschaltung ist dabei. Also hier sind dann bis zu 50 Stunden möglich, sieht auch sehr, sehr dunkel ist es dann hier an dieser Stelle. Wir deaktivieren das einfach jetzt mal und dann sehen wir auch schon, wie heller das Ganze ist und wir bekommen hier 16 Stunden Zeit angezeigt. Wir haben jetzt gerade einen Akkustand von 72%. Und wenn wir jetzt mal von oben nach unten scrollen, sehen wir dann auch schon mal hier die verschiedenen Profile, die wir jetzt angelegt haben. Rennrad, Gravel, Enduro MTB, Downhill MTB, also hier die verschiedenen Sachen. Und ihr habt dann auch die Möglichkeit, wenn ihr in ein Profil hineingeht, zum Beispiel ist das Gravel-Profil, das jetzt auszuwählen und dann kommt ihr nämlich auch schon auf die Datenfelder. Das heißt also, ihr könnt auch im Nachgang die Datenfelder hier komplett einstellen, wie ihr es haben wollt. Ihr habt dann auch die Möglichkeit, wenn ihr dann länger auf ein Datenfeld drauf tippt, dann sehen wir hier auch schon, kommt ein Zahnrad. Und dann können wir einfach hier aufs Zahnrad drauf gehen. Zu einem habt ihr die Möglichkeit, hier auch die Seiten zu verwalten. Einmal, ob ihr die Seiten sehen wollt oder auch nicht. Ihr könnt auch definieren, wie viele Datenfelder ihr haben wollt. Zum Beispiel wollt ihr jetzt hier 10 Datenfelder haben, das ist das Maximum, oder 9 oder 8. Ich mag es zum Beispiel eher, wenn es ein bisschen so aussieht. Dann können wir jetzt auf Bestätigen gehen. Und dann könnt ihr natürlich auch die Daten auswählen, die wir hier bekommen möchten. Zum Beispiel hier ist jetzt alles, was das Thema Herzfrequenz angeht. Und wenn ihr zum Beispiel ein anderes Datenfeld haben wollt, zum Beispiel wollt nicht den Timer haben, geht ihr auch noch einmal hier drauf und dann könnt ihr nämlich aus einer Hülle und Fülle hier Daten aussuchen. Wir sehen hier Trittfrequenz, Leistung zum Beispiel. Da haben wir hier Leistung 3 Sekunden, bekommt ihr dann hier noch angezeigt. Und dann habt ihr das auch entsprechend so eingerichtet, wie ihr das haben wollt. Ich mache es jetzt einfach nur, um das Ganze zu zeigen. Ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, hier Strava Live-Segmente zu verwalten, beziehungsweise zu nutzen, wenn ihr das möchtet. Das ist zum Beispiel möglich. Oder wenn ihr zum Beispiel Pace Pro-Pläne nutzt, bekommt ihr das dann auch hier mit angezeigt. Das habt ihr dann hier wirklich für jedes Feld dann individuell die Möglichkeiten, das einzustellen. Wir sehen zum Beispiel, hier ist jetzt das Climb Pro Feld. Das kommt dann, wenn ihr zum Beispiel eine Route geplant habt, wird das angezeigt. Oder wenn ihr dann an einem Berg seid, sind hier bei aktiven Anstiegen, kann das aktiviert werden, beziehungsweise Seite anzeigen. Und wir können auch hier die Datenfelder nochmal bearbeiten. Wenn ihr da unten andere Datenfelder haben wollt, ist das auf jeden Fall hier möglich. Aber ich möchte einfach mal ganz grob zeigen,
was dann hier die Optionen sind. Und wir sehen auch hier, die Karten sind dann im Abendmodus, dann hier auch im Dunkelmodus und ihr bekommt natürlich auch Straßennamen angezeigt. Alles, was wir hier vom Garmin Edge so kennen. Und was wir auch kennen ist, das kennen wir schon vom 1050er, wenn wir einmal auf die Taste drücken oder aufs Display, dann bekommt er, oh, das ist laut, die klingeln und die ist wirklich sehr laut. Ja, aber die ist wirklich sehr praktisch, habe ich schon oft genutzt. Und ganz interessant ist vor allem noch, wenn ihr drauf tippt, während der Fahrt und eine Gefahr seht, könnt ihr nämlich eine Gefahr melden, Schlagloch, Tier, Hindernis und ja, Rutschgefahr. Und wenn du das meldest, dann bekommen andere Leute, die auch ein Garmin Edge Gerät haben und das Update haben, also 1040, 840, 1050 und 850, bekommen nämlich auf ihre Karte das auch angezeigt, dass hier eine Gefahrenstelle ist. Das wird dann mit dem Handy synchronisiert und das ist wirklich sehr praktisch, habe ich auch schon mehrfach auf meiner Strecke gesehen. Und wenn wir von unten nach oben scrollen, bekommen wir dann auch die ganzen Widgets angezeigt. Das sind hier Kompass, Garmin Coaches wird unterstützt, dann die Gruppenfunktion, als dann auch das Protokoll, was wir alles schon gemacht haben. Du bekommst natürlich Benachrichtigungen rein und du bekommst auch eine Übersicht des Wetters. Also auch hier können wir mal gucken, seht ihr auch den Trend der nächsten Stunden. Luftqualität wird euch angezeigt. Ihr bekommt nämlich auch eine Wetterkarte. Das heißt also, wenn du dann ja eine Handyverbindung hast, das kennen wir ja schon von den Garmin Fenix Uhren, Fenix 8, Fenix 8 Pro, da bekommt ihr auch hier ein Wetterradar angezeigt. Das unterstützt auch hier der 850er an dieser Stelle. Und es gibt natürlich noch einen täglichen Ausblick für das Wetter. Und wenn wir oben auf das Plus gehen, können wir dann sogar noch weitere Positionen hinzufügen. Habe ich zum Beispiel mal Hamburg ausgewählt. Das heißt also, wenn wir jetzt hier Hamburg nehmen, dann könnt ihr auch hier Zieldaten mit dazu nehmen. Dann wisst ihr auch immer, wie es dann an eurem Zielort direkt aussieht. Und hier bekommt ihr auch das Wetterradar dann angezeigt für Hamburg. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, wenn wir weiter runter scrollen, auf Bearbeiten. Da können wir auf den Stift gehen. Und dann sehen wir hier nämlich, einmal könnt ihr hier die Widgets so anordnen, wie ihr es haben wollt. Da geht ihr einfach hier auf die 3 Burger-Menüs oder auf das Burger-Menü. Dann könnt ihr es hier verschieben. Und wenn ihr auf das Plus geht, da sind noch weitere Widgets. Die sind alle hier nicht angewählt gewesen. Radfahrvermögen, Trainingszustand, Leistungszustand, VO2 Max, akute Belastung, Belastungsfokus, Erholungszeit. Und wenn du zum Beispiel eine Position suchen willst, ist das möglich. Es werden dann auch hier zum Beispiel der Trainingskalender unterstützt. Sonnenaufgang, Sonnenuntergang ist mit dabei. Intensitätsminuten, Fitnessalter. Und wenn wir jetzt auf Bestätigen gehen und dann nochmal zurückgehen, werdet ihr gleich sehen, ist eine große Vielzahl an neuen Widgets hinzugekommen. Sonnenaufgang, Sonnenuntergang finde ich immer ganz spannend. Hier sind auch verschiedene Zeiten zu verschiedenen Tagen. Wir sehen auch hier jetzt schon dunkel und in 10 Stunden und 37 Minuten wird es wieder hell. Das heißt also auch hier habt ihr dann nochmal einen deutlichen besseren Überblick über euren aktuellen Trainingszustand. Wir sehen hier, ich habe momentan kein Training gemacht, weil ich jetzt krank bin, aber wir sehen hier den Trainingsload meiner Uhr, der wurde schon synchronisiert und auch dann die Trainingsbelastung der letzten 7 Tage. Das heißt also, das wird alles hier schön miteinander synchronisiert, was die Daten angeht. Und hier oben seht ihr dann nochmal den Komplettzustand des Trainings, VO2 Max und die akute Belastung oder aktuelle Belastung. Und da habt ihr es auch nochmal schön aufgearbeitet, was wir gerade eben gesehen haben. Das finde ich beim Edge 850 wirklich sehr schön. Es gibt dann auch noch weitere Möglichkeiten, was du auf dem Garmin Edge 850 alles an Daten bekommst. Natürlich hier einmal die täglichen Trainingsvorschläge. Die kommen dann hier, wenn es alles richtig synchronisiert worden ist. Aber wenn wir von oben nach unten scrollen, gibt es nicht nur einmal hier die Einstellung. Das hatten wir gerade vorhin so gehabt. Nein, du bekommst auch hier nochmal das Wetter angezeigt, hier im Schnellmenü quasi. Es gibt natürlich dann auch noch eine weitere Möglichkeit, hier zum Beispiel Strecken zu suchen, Fahrradalarme einzurichten. Also da könnt ihr zum Beispiel sagen, okay, hier soll ein Alarm passieren. Wenn dann hier das Rad mitgenommen wird, dann kriegt ihr eine Vibration auf die Uhr bzw. auf euer Handy, als auch ein Klingelton oder ein Piepton, dass dann der Verbrecher dann eher erschreckt wird. Es gibt dann auch die Möglichkeit, hier Trainings zu suchen, falls dann hier ein Training installiert worden ist. Wir sehen hier Intervalle oder täglichen Trainingsvorschlag. Können wir einfach mal reingehen. Ist, wie gesagt, momentan noch nicht synchronisiert. Das kommt dann mit der Zeit. Und es gibt auch die Möglichkeit, hier Mitteilungen anzeigen zu lassen. Ich habe aber jetzt gerade eine WhatsApp-Meldung gekriegt, die ich jetzt hier nicht zeigen möchte. Und ihr habt auch Strava Live-Segmente. Und dann müsst ihr auf jeden Fall hier euer Konto koppeln. Und wir sehen, hier ist ein Abonnement erforderlich. Es gibt dann auch neben dem Strava Live-Segment eine Übersicht über die aktuellen Anstiege in deiner Nähe. Dafür muss einmal das GPS hier verbunden sein. Ich blende es jetzt einfach mal ein, weil ich bin gerade im Keller und finde das nicht. Aber hier kannst du auch zum Beispiel Berge direkt anfahren und die dann hochfahren. Das ist möglich. Und ihr bekommt auch hier nochmal die Brieftasche angezeigt. Das ist dann hier Garmin Pay, was ihr dann nutzen könnt. Das heißt also, hier sind auch nochmal ein paar Menüpunkte. Zu guter Letzt gibt es dann natürlich auch noch die Navigation. Da habt ihr auch viele Optionen, zum Beispiel auf der Karte was zu suchen. Ihr könnt aber auch Strecken direkt importieren und diese verwenden. Das ist noch keine synchronisiert. Oder ihr habt dann mit der Around Me-Funktion auch die Option, hier Gaststätten zu suchen oder zum Beispiel einen Fahrradladen. Wenn ihr eine Reparatur habt, das unterstützt das Gerät auch und kann dann natürlich die Route dann zu den entsprechenden Points of Interest hier auch navigieren. Und ihr bekommt auch eine Mountainbike-Trail-Navigation. Das heißt also, ihr bekommt auch ein Trail-Netzwerk angezeigt, was bei euch in der Nähe ist, was ihr anfahren könnt.
Sind jetzt hier zum Beispiel Milibocus und Bensheim ist möglich. Nehmen jetzt einfach mal Milibocus und dann bekommen wir jetzt auch schon auf der Karte das Ganze angezeigt, was es hier an Trails gibt. Es sind so ein paar. Und wir sehen auch hier ein paar schwierige Trails sind mit dabei. Jetzt ist ja so, dass manche vielleicht auch diesen Dark Mode nicht mögen. Ihr habt auch die Möglichkeit, diesen Dark Mode auszuschalten. Und dafür scrollen wir jetzt einfach auch nochmal von oben nach unten und gehen hier nochmal ganz kurz in die Einstellung. Und hier gibt es nämlich die Möglichkeit, unter System könnt ihr einfach auf Anzeige gehen. Und ihr habt die Möglichkeit zu sagen, okay, Farbmodus automatisch. Dann geht es automatisch in den Dark Mode, wenn es dann dunkel wird. Du kannst aber auch sagen, ich möchte alles im Hellen benutzen. Das wird auch unterstützt und ist auf jeden Fall ohne Probleme möglich. Wir werfen dann auch mal einen ganz kurzen Vergleichsblick auf den Edge 1050, jetzt im eingeschalteten Display. Wir sehen auch hier jetzt, beide Geräte sind auf 60% Helligkeit eingestellt. Deutlich größer natürlich der Edge 1050 und so sehen übrigens auch die täglichen Trainingsvorschläge aus, wenn sie dann mal synchronisiert worden sind. Und wir würden einfach mal eine Aktivität auswählen, um einfach mal einzuschätzen, wie das dann hier datenfeldtechnisch aussieht. Wir machen jetzt einfach auch mal hier die maximale Anzahl an Datenfelder, die hier möglich sind. Ja, das sind jetzt hier beim Edge 1050 auch 10 Felder. Sagen wir jetzt OK, OK und dann zurück. Und sehen wir hier so mal einen kleinen Unterschied, wie die Datenfelder dann im Vergleich miteinander aussehen. Also der Edge 850 ist auf jeden Fall sehr gut ablesbar. Das ist überhaupt kein Problem. Und wenn wir dann mal einen Blick auf die Karten werfen, da ist natürlich der größte Unterschied, weil einfach die Skalierung etwas anders ist. Wir können hier sehen, wenn wir einfach reingehen, dass die Karten nochmal viel besser ablesbar sind. Wir sehen jetzt hier, beide sind jetzt auf 50 Meter eingestellt, das sehen wir hier unten jetzt. Also das ist nochmal halt deutlich übersichtlicher auf dem 1050er als jetzt auf dem 850er. Wenn du mit dem Ablesen ein bisschen Probleme hast, ist natürlich der 1050er hier etwas besser. Ja, ich wollte euch einfach jetzt mal einen ganz kurzen Eindruck des Garmin Edge 850 bringen. Ich werde natürlich mit dem Gerät auch noch eine Ausfahrt machen und euch einfach mal alles in Aktion zeigen, so wie ihr das auch von meinem Kanal kennt. Und dann werde ich auch wahrscheinlich einen 1050er mitnehmen, um das einfach mal ein bisschen gegenüberzustellen, wobei die Unterschiede hier sehr marginal sind. Du kannst mir gerne einen Kommentar schreiben, was du von dem Garmin Edge 850 hältst. Ist das für dich hier eine Alternative zum 840er oder würdest du auf den 1050er und 1040er zurückgreifen? Das würde mich mal auf jeden Fall interessieren. Wenn dich noch mehr zum Thema Fahrnavigation interessiert, ich habe auch mal eine Playlist gemacht, da kannst du mal reinschauen. Ich habe hier weitere Geräte auch in der Praxis getestet, so wie ich es mit dem jetzt Gerät auch noch machen werde. Und wenn du neu auf dem Kanal bist, ich habe auch eine Best-of-Playlist meines Kanals, da kannst du sehen, was jetzt sonst noch alles so stattfindet. Wenn es dir gefallen hat, lass auch gerne einen Daumen hoch da, das freut mich, den Algorithmus. Ansonsten wünsche ich euch Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.